Entschuldigen Sie mich. Halten Sie das bitte nicht für Mühe. Kommen Sie bitte her. Ich wende mich an Sie, Herrscher des Kabels. Kommen Sie bitte her. Meinen Sie mich? Sonst gibt's niemanden hier. Ich höre zu. Es ist wahrscheinlich ziemlich schwer, so früh zu arbeiten. Nee, wir sind daran gewöhnt. Verstehe. Das Kabel abzuwickeln, was kann bloß wichtiger sein? Nur das Kabel wieder aufzuwickeln. Sie kennen sich einfach nicht gut mit der Spezifik unserer Arbeit aus. Gut möglich. Erzählen Sie das vielleicht? Naja, das ist eine Arbeit mit Strom. Wenn irgendwo die Lampen nicht funktionieren. Funktionieren sie etwa nicht? Doch, ich arbeite halt sehr gut. Sie habe ich aber erst gestern das erste Mal gesehen. Ich arbeite ja auch nicht alleine, ich habe auch Kollegen. Verstehe. Insekten? Warum Insekten? Naja, weil ich weder Sie noch Ihre Kollegen hier gesehen habe. Wahrscheinlich, weil sie so klein sind, wie Insekten. Übrigens, ich kenne hier so einen Ort, wo ständig Laternen ausgehen. Am Haus eines sogenannten Karnickels. Kennen Sie ihn? Nein. Komisch, das ist eine sehr erkennbare Persönlichkeit. Ein Kaninchen. Hase. Sehen Sie, Sie kennen ihn doch? Nein, ich habe mich nur daran erinnert, dass ich tatsächlich schon mal von ihm gehört habe. Und vielleicht haben Sie sogar an seinem Haus Ihr Kabel aufgewickelt in der Oststraße. In der Weststraße. Heiliger Bimbam. Ach, nicht schlimm. Dass Sie kein Elektriker, sondern ein Spion sind, habe ich schon gestern verstanden. Karnickel will mich umbringen. Wissen Sie, wie er ist? Ja, das könnte ich mir vorstellen. Aber Sie haben schließlich nichts dafür, dass ich so scharfsinnig und klarblickend bin. Deswegen schlage ich Ihnen Folgendes vor. Karnickel muss nicht unbedingt wissen, dass Sie aufgeflogen sind. Er braucht schließlich nur Informationen. Und falsche Berichte könnten unserem Kollektiv schaden. Deswegen schlage ich vor, einfach diesen Kabel liegen zu lassen und in mein Haus reinzukommen und schon von dort aus uns auszuspionieren. Aber das geht so nicht. Ich muss mich doch selbst bei Ihnen anschmieren. Dann schmieren Sie sich doch an. Wer ist dagegen? Und man wird Ihnen bestimmt Tee und Berliner anbieten. Machen Sie sich keine Sorgen. Na gut, wenn es Tee gibt, aber achten Sie nicht auf mich. Na, bestimmt. Mein Name ist Fuchsolysses. Ich weiß. Und ich bin Koala Mario. Mario? Der Name ist bestimmt ausgedacht, nicht wahr? Ja. Na gut, Mario dann Mario. Haben Sie auch nichts dagegen, dass wir Sie Ausspürer nennen? Nein, aber nicht vor Karnickel. Natürlich. Guten Morgen. Hallo, Ulysses. Hallo meine Freunde. Das ist Mario. Aber das ist nicht sein echter Name. Mario hat auch zugestimmt, dass wir ihn Ausspürer nennen. Guten Morgen, Mario. Warum Ausspürer? Weil Mario ein Spion ist. Er wurde von unserem geehrten Sponsor Alkanickel zu uns geschickt, um uns auszuspionieren. Was macht ihr hier? Er spioniert. Uns nach? Natürlich. Ulysses, ich habe wirklich oft zu dir gehalten. Aber langsam habe ich wirklich das Gefühl, du gehörst in eine Psychiatrie. Da er ist ein Spion. Und er spioniert uns aus. Für irgend so einen Mörder, Karnickel. Und du hast ihn zu uns eingeladen. Siehst Aber- du den Fehler? Was ist denn daran so abartig? Der Arme ist schon den zweiten Tag draußen in der Kälte, spielt mit irgendeinem Kabel, während er etwas über uns zu erfahren versucht. Wäre es denn nicht besser, wenn er gemütlich mit uns sitzen würde? In der Wärme? Nein. Was würdest du machen, wenn dann später gleich die Mörder von Karnickel kommen? Sie auch so gastfreundlich empfangen? Hey, ich bitte Sie, mich nicht mit Killern zu vergleichen. Ich bin ein ehrlicher Spion. Siehst du, Konstantin, Mario ist ein ehrlicher Spion. Was hältst denn du davon, Eugen? Naja, also ich weiß nicht. Ich habe noch nie einen richtigen Spion getroffen. Vielleicht ist es doch richtig so. Guten Morgen. Guten Morgen, Bertha. Bertha, du bist mal pünktlich. Ausnahmsweise. Fällt dir irgendwas in diesem Raum auf? Nein.
Was sollte hier dran komisch sein? Schau in die Ecke. Oh, Guten Morgen. ich habe Sie gar nicht bemerkt. Sie sind so unauffällig, aber seien Sie bitte nicht sauer. Für mich ist es ein Kompliment. Ich bin ein Spion. Wirklich? Ein echter? Klar, Karnickel höchstpersönlich sagt, ich sei der beste Spion der Stadt. Cool. Sag mal, Bertha, was findest du daran cool? Er ist ein Spion. Na, weil ich sonst nur Spione in Filmen sehe. Und dieser da ist echt. Hier sind alle bekloppt. Und ich bin der Bekloppteste, weil ich immer noch mit euch Bekloppten hier rumhänge. Nun, meine Freunde, wir haben heute noch eine Menge zu tun und zu besprechen. Ich heiße übrigens Bertha. Ich heiße ein bisschen Mario, aber Sie können mich auch Ausspürer nennen. Cooler Name. Welcher? Beide. Wir werden uns heute in 2 Gruppen aufteilen. Die eine werden Bertha und ich arrangieren und die andere Konstantin und Eugen. Bertha und ich werden uns um die Detektive Prosper und Antoinette kümmern. Aber die werden doch erst morgen ankommen. Na, das ist ja auch der Plan. Und Konstantin und Eugen werden die Sekte der Superprimaten übernehmen. Ist das nicht gefährlich? Weil ich habe viele schlimme Dinge über diese Sekte gelesen. Welche? Dass sie einmal in der Woche blutige Opfer bringen, dass sie durch ihre Geschichten junge Tiere verführen, dass sie Blut trinken, die Regierung stürzen, Brunnen vergiften, Krankheiten austragen, Morden ins Verderbnis bringen, Geiseln fordern, Blut trinken, mit Zauberei herumspielen, Revolutionen provozieren, die Bevölkerung terrorisieren, Zeugen umbringen, Finanzen kontrollieren, Bomben einlegen, Blut trinken, Heiligtümer profanieren, Beamte bestechen, die Weltherrschaft anziehen, Neugeborene entführen, Städte einnehmen, Blut trinken, Einlösungen erfordern, Brücken anspringen, Geiseln empfangen, Schande rühmen, ja, und Blut trinken. Und da willst du uns hinschicken, Ulysses? Und wo hast du das Ganze rausgelesen, Eugen? In den Zeitungen. Eugen, nicht alles, was die Presse schreibt, sollte man glauben. Die Sektanten, die sind gar keine Ungeheuer. Die sind nun mal anders. Und etwas Ungewöhnliches und Abartiges bringt immer Verdacht mit sich. Daher kommen auch die ganzen Gerüchte. Vielleicht erzählst du uns selbst über die Sektanten, Ulysses. Genau das hatte ich auch vor. Die Sektanten glauben an das Ankommen des Superprimaten, eines göttlichen Wesens, das Rettung den fehlgegangenen Seelen bringen wird und die Weltherrschaft übernehmen wird. Superprimat? Warum denn? Weiß nicht, sagen wir mal ein Superkater? Oder ein Superpinguin. Weil das ein Affenglaube ist. Früher war er nur unter den Affen verteilt, aber jetzt gibt es auch andere Tiere unter den Sektanten. Und woher wird dieser coole Kerl kommen? Von nirgendwo. Dass er ankommt, ist keine genaue Bezeichnung. Einer der Adepten des Glaubens wird sich in ihn verwandeln. Der die Grundlagen des Guten und des Bösen erkennt. Er wird sein Fell abwerfen und aufschweben und alle Tiere werden zu ihm kommen und sagen, du bist unser Herrscher, das Licht und das Wesentliche. Das klingt irgendwie gruselig. Und wenn dieser Adept gar kein Affe ist, kann er dann auch ein Superprimat werden? Die obersten Ministranten meinen das ja, denn die dieses Glauben angenommen haben, bezeichnet man automatisch als Affen. Affen? Aber was denn? Bin ich dann einfach kein Kater mehr? Doch, du wirst ein Kater bleiben, aber man wird dich als Affen bezeichnen. Na, sowas. Das ist wie mit Benjamin Maulwurf. Er ist doch ein Waschbär und man zeichnet ihn als einen Maulwurf. So werden wir auch als Affen bezeichnet. Ich fahre fort. Der Kongress findet am Rand der Stadt in Graf Babuinsburg statt. Er ist einer der markantesten Adepten dieses Glaubens. Welches Tier ist denn Graf Babuin? Ein Babuin. Gut, ich dachte schon, er ist ein Känguru oder ein Nasenaffe. Ihr werdet in die Burg eindringen müssen. Sagt ihnen, dass ihr euch dem Glauben anschließen wollt. Das mögen sie. Findet bitte etwas über die Karte heraus. Achtet auf alle Details. Und es wäre auch gut, wenn ihr mit Graf Babuin und seiner Heiligkeit sprechen würdet. Und wer ist das? Der Haupt der Sekte. Diese Gerüchte sind natürlich Lügen, aber es wäre trotzdem gut, wenn ihr auf euch achten würdet. Viel Glück! Und Sie, Mario,
Sie sollten wahrscheinlich besser Konstantin und Eugen nachspionieren, denn dorthin, wo Bertha und ich hingehen werden, wird man sie wahrscheinlich nicht reinlassen. Und wohin werdet ihr gehen? Ich nehme an, Burg ist nur ein Name. Das Haus hat sich wahrscheinlich irgendwann dem Burglaum angeschlossen. Und seitdem wird dieser Ort Burg genannt. Der Burglaube, gibt es etwa einen solchen? Weiß nicht. Stellt euch vor und benennt das Ziel eures Visits. Wir wollen uns der Sekte anschließen. Welcher Sekte? Gibt es etwa mehrere? Der Sekte der Superprimaten natürlich. Herzlich willkommen, ihr seid auf dem richtigen Weg. Kommt mit. Herein. Setzen Sie sich bitte. Ich bin sehr froh, dass unser Glauben mehr und mehr neue Anhänger findet. Ich bin Bruder Babuin, aber das wisst ihr bestimmt schon. Ich bin Konstantin und das ist Eugen. Sehr geehrt, dürfte ich erfahren, was euch zu der Wahrheit brachte? Also, wir sind Mitglieder einer Rockband, die unglücklich. Vielleicht haben Sie ja davon schon gehört. Leider nicht. Wir sind weit von dem profanen Amusement. Selbst wenn Sie nah gewesen wären, Sie hätten wahrscheinlich auch nichts von uns gehört. Wir sind eine recht unbekannte Band. Interessant. Aber immerhin waren wir eine Vorgruppe beim Konzert der Gruppe Musik Mystery Ensemble. Ich bin Bassist, Solist und Leader der Gruppe. Das ist Eugen, unser Schlagzeuger. Und dann haben wir noch 2 Füchse in der Gruppe, Gitarristen. Sie haben doch bestimmt schon von der Lebeweise von Rockmusikern gehört, oder? Nichts als Schande, Verderbtheit und Mädchenfans. Wirklich beschämend. Nicht wahr, Eugen? Ja, ja. Wissen Sie, für Eugen ist das besonders beschämend. Denken Sie ja nicht, er wäre so ein Duckmäuser. In unserer Gruppe wird er der tollwütige Pinguin genannt. Und wenn Sie wüssten, was wir sangen. Warten Sie, ich singe Ihnen was vor. Und danach wird nichts mehr kommen, danach wirst du noch sterben. Also leb hier und jetzt. Komm, Kerl, komm. Komm, nimm den Alkohol und komm. Warte, und warten Sie, und dann kam Eugen mit dem Refrain. Los, Eugen, sing doch mal vor. Und in das Gewand hau ich ne rein? Das ist schlimm. Schande. Aber unser Leben wurde nach einem unserer Konzerte verändert. Alle haben wir immer getrunken, geschrien, aber es gab dort einen Schimpansen, der hat nicht getrunken. Saß still da und lächelte nur. Das hat uns mit dem tollwütigen Pinguin so außer sich gebracht. Vor allem Eugen. Wenn man ihn außer sich bringt, ist es eine total schlimme Sache. Er zerstört alles um ihn herum. Naja, also dann hat dieser Schimpanse alles erklärt. Über den Superprimaten und so. Wir waren davon durchdrungen. Wir wollten dann auch direkt unser Repertoire ändern. Für den Superprimaten besingen. Aber die dummen Füchse haben es nicht kapiert. Und jetzt sind wir hier, auf dem Weg zum Licht. Das ist eine wunderbare Geschichte. Viel schöner ist es, auch wenn zu uns nicht nur Affen, sondern auch andere Tiere kommen. Ihr wisst doch, dass wenn ihr unser Glauben annimmt, ihr als Affen bezeichnet werdet. Aber natürlich, wir können es gar nicht erwarten, zu Affen zu werden. Nicht wahr, Eugen? Kommt mit nach unten. Dort ist es nämlich die Burg. Seine Heiligkeit wird in wenigen Minuten eine Rede halten. Danach wird man euch eine Exkursion führen. Liebe Brüder und Schwestern, wir haben uns hier versammelt, um mich zu ehren.
Ich habe hier eine schwarze Katze. Ich hätte nicht gesehen, gedacht, dass seine Heiligkeit die um eine Mitternacht Meerkatze ist. immer läuft. Komm, lass uns weggehen. Wir Wir sollen sind alle sie in der uns Trance. alle angucken, Uns bemerkt schon niemand. weil sie Folterkammer? Bibliothek. Ah, guck mal, alle Schriftrollen und Karten. Da müssen wir rein. Und wie sollen wir hier das finden, was wir brauchen? Es gibt sicher ein System, wie in unserer Bücherei. Konstantin, ich hab's! Wir sind Bücher der Zeiten der Säbelzähne. Ja, das sind trotzdem viel zu viele. Ja, dann müssen wir halt alle lesen. Oder wir nehmen alle mit. Wie stellst du dir denn das vor? Da ist jemand. Man muss sie wieder in die Trance reinversetzen. Bruder Nimrod. Dann versetzen Sie halt in die Trance rein. 1, 2, 3, 4, 5. Hörst du mich, meine Schwester? Ja, Erzähle mir von deiner Vision. ich hatte einen Traum. In dem Traum erschien mir der Superprimat. Er war wunderschön. Sein Blick, Was hat denn der Superprimat gesagt? er sagt, dass innerhalb des Monats alle Teile der Karte, die zum Versteck der Säbelzähner führen, in dieser Stadt sein werden. Aber das ist doch wie bei uns. Das ist nicht wie bei uns, das ist genauso. Wo soll man diese Karte denn finden? Ich weiß nicht. Er meinte nur, dass er nicht lange im Grabgewölbe bleiben wird. Welches Grabgewölbe? Ich würde mich nicht wundern, wenn es um den Familiengrab der Yusun geht. Ich muss niesen. Vergiss ja nicht. Hier ist überall Staub und ich habe übrigens eine Katzenallergie. Besonders bei staubigen Katzen. So, sehr interessant. Denk einfach daran, als wäre ich Beyoncé. Okay, Taylor Swift. Ich bin jetzt einfach Taylor Swift und dann hältst du deine Schnauze. Okay. Du bist gebannt von meiner Musik. Konstantin, ich hab's. Junge, nicht so schnell. Ich hab nicht mal Zeit, mein Buch zu nehmen. So. Besonders bei staubigen Katzen. Moment. Freeze. Und jetzt so. Freeze und Nies. Danke aus.